Hallo, ich bin Anna von Einfach Nähen und in diesem Video gebe ich dir mal 5 Tipps, wie du eine gerade Naht hinbekommst. Viel Spaß! Insbesondere Nähanfänger stehen am Anfang ihrer Nähkarriere vor der großen Frage, wie sie eine gerade Naht hinbekommen. Und ich verrate dir jetzt meine 5 besten Tipps, wie das garantiert gelingt. Und wir beginnen mit dem ersten Tipp, und zwar der Blickrichtung. Während des Nähens ist es natürlich sehr verlockend, auf die Nadel zu gucken, aber das ist ein großes Problem. Denn wenn dir vor der Nadel der Stoff verrutschen sollte, wie ich es hier jetzt so ein bisschen extremer anzeige, dann siehst du erst an der Nadel, wenn es schon zu spät ist. Deswegen empfehle ich dir hier vorne auf den Nähfuß auf die Spitze zu gucken und dort immer die Stoffkante entlang führen zu lassen. Dann bleibst du gerade. Tipp Nummer 2, die Nadelposition. Je nachdem, wie weit du von der Kante entfernt nähen möchtest, kannst du das auch über die Einstellungen der Nadelposition regulieren. Tipp Nummer 3, Klebeband aufkleben. Denn wenn man Abstände mehr als Nähfüßchen breit haben möchte, ist es mit den Markierungen auf der Stichplatte immer ein bisschen schwierig. Manchmal sind die nicht so deutlich wie diese hier und deswegen klebe ich mir hier einen Streifen Washi-Tape entlang. An dem Washi-Tape kann ich dann die Stoffkante ganz bequem entlang führen und habe so zur Nadel immer den gleichen Abstand. Tipp Nummer 4, der Magnet. Diesen kann man ganz bequem auf der metallenen Stichplatte aufklippen und der ist relativ stark, sodass er beim Nähen dann auch nicht verrutscht. Hier kann ich das so einstellen, wie ich das gerade haben möchte und führe auch dort meine Stoffkante dann an der Kante des Magnetes ganz bequem entlang und habe somit immer den gleichen Abstand zur Nadel. Tipp Nummer 5, das Kantenlineal. Dieses ist in der Regel bei dem Nähzubehör deiner Nähmaschine mit dabei und kann dann hinten durch den Nähfuß einmal so durchgeschoben werden. Das schiebe ich so weit, bis ich den Abstand gefunden habe, mit dem ich gerne nähen möchte, und dann kann ich meine Stoffkante auch hier ganz bequem an diesem Kantenlineal entlang führen. Wenn dir diese Tipps gefallen und vor allem auch geholfen haben, dann gib diesem Video gerne einen Daumen hoch oder schreib unten in die Kommentare rein, falls du noch eine andere Methode hast, um immer gerade nähen zu können. Schließlich lernen wir ja hier immer voneinander und ich finde es sehr spannend, was so der eine oder andere unten noch in die Kommentare schreibt. Bis zum nächsten Video wünsche ich dir alles Gute. Ciao!